Die Linke zum Gruß. Schön, dass ihr wieder alle eingeschaltet habt. Heute nehme ich euch mal mit zu einem fahrlässigen Motorradtraining. Heute haben wir einen tollen Teilnehmer im Hintergrund schon fahren. Ich nehme euch mit und zeige euch, wie wir es hier machen. Also am Anfang im ersten Gang, ganz gediegen, ganz locker. Jetzt werden wir auch schon sehen, wie so langsam die Geschwindigkeit immer ein bisschen rausnimmt. Immer Daumen hoch, weil das sieht sehr solide aus. Die Fußstellung passt größtenteils. Mit den Füßen gerne auf die Fußraschen, damit die nicht so nach unten schauen. Das werden wir nachher noch mal ein bisschen korrigieren, aber es sieht sehr solide aus. Wir sehen jetzt auch wunderschön, ja genau, die Gashand. Sehr, sehr schönes Beispiel. Die muss natürlich auch sehr, sehr fein eingestellt werden. Deswegen nehme ich gerne diese Übung am Anfang raus, um da ein bisschen Herausforderung reinzubringen. Dann wenden wir noch mal einmal. Ich gucke mir am Anfang vom Training einfach nur an, wie die Teilnehmer darauf reagieren. Gerade auf das Kreisfahren, das ist eines der schwierigsten Dinge beim Motorradfahren. Wie die Blicktechnik ist. Man sieht es beispielsweise auch, die Blicktechnik ist eher ein bisschen nach vorne gerichtet. Die darf gerne später im Training noch ein bisschen weiter im Kreis gehen, aber das sieht soweit sehr, sehr solide aus. Muss ich dazu sagen, ich bin recht ruhig in der Atmung. Also das ist jetzt wirklich was, wo ich sage, ja, es ist eine Anstrengung, aber ich glaube, die Jahre haben mich gelehrt, auch in der Anstrengung eigentlich recht konzentriert zu atmen. Deswegen, Da kommt es beruflich wieder raus. ja, ist wirklich, wirklich so. Ja. Also das ist nur ein Hinweis immer nebenbei. Ich sage jetzt mal, es ist eine Art und Weise einfach, um auch später Druck an die Innenschenkel zu bekommen, gerade beim Bremsen, dass du einfach eine ordentliche und gute Sitzhaltung hast, dass du da später kein Problem hast. Gell? Jetzt werden wir aufs Erste eingehen. Das sieht bei dir nicht schlecht aus. Wir werden heute nur ein bisschen mehr Bewegung in den Oberkörper reinbringen. Okay? Das bedeutet, ich stehe jetzt noch in einem Kreis und dann darfst du mir gerne in die Augen, Oberkörper oder auf die Hose gucken oder auf die Schuhe, was dir am liebsten passt, dass du da richtig schön den Kopf zu 90 Grad weggewinkelt bekommst. Gell? Ja. Achte auch ein bisschen, was dabei passiert. Achte darauf, was passiert, wenn du nach vorne guckst. Achte darauf, wenn du in die Kurve reinguckst. Was da mit deinem Motorrad passiert. Ein Hinweis, wenn du zur Seite guckst, wird dein Blick kurzzeitig immer nach vorne und wieder in die Kurve gehen. Ist völlig normal, weil du musst auch mal gucken, was vor dir abgeht. Aber wichtig ist, hier richtig schön Bewegung reinbringen. Okay? Also du kannst, was weiß ich, 2-3 Mal links rumfahren, dann fährst du 2-3 Mal rechts rum. Richtig schön den Kopf in die Kurveninnere strecken. Sehr schön. Genau, nicht nur mit den Augen, sondern auch mit dem Kopf tatsächlich. Sieht gut aus. So sieht er auch besser, wenn er natürlich ins Kurveninnere reinguckt, was ich mache tatsächlich. Genau, der Blick, der geht auch schön weg von der Kurve, gerade wenn er wieder aus der Kurve rausfährt. Seht ihr? Jawohl, genau. Da dreht er richtig schön den Kopf weg. Sehr, sehr gut. Und auch hinten macht das gut. Das zeigt mir als Trainer vor allem, dass er es verstanden hat, auch wenn kein Trainer mal dasteht. Sieht gut aus. Kann man eigentlich fast schon heimgehen. Sieht sehr, sehr gut aus. Ich habe es jetzt gerade auch zu meinem Bruder gesagt. Wichtig ist mir persönlich zum einen, dass sie es hier anwenden können, aber noch wichtiger ist, dass sie es da drüben anwenden können. Weil wenn mal ein Trainer nicht dasteht, muss die Technik trotzdem sitzen. Genau. Wie fühlst du dich dabei? Hast du Unterschiede festgestellt? Ja, vor allem jetzt, wo du gesagt hast, bewusst die Fußballen auf die Rasten. Du merkst schon, die Arbeit auch aus der Hüfte raus. Ja. Ja, du fühlst dich stabiler, würde ich behaupten. Ja. Und ich denke mal, genau, also es ist wie denke ich auch beim Kampfsport beispielsweise oder auch bei anderen Stellungen hast du immer eine gewisse Dynamik auch in den Füßen und das erreichst du nicht, wenn du platt auf den Fersen, sondern du musst immer in Absprung bleiben, so nach dem Motto, genau. Sehr, sehr gute Feststellung, also am Ende vom Tag, es gibt viele Techniken, gerade das Hanging Off ist wieder anders, Offroad-Fahren ist auch wieder anders, klare Sache, aber es gibt gewisse Grundbasics, sage ich jetzt einfach mal, die dich stabiler werden lassen, wo du mehr rausdämpfen kannst, wo du auch mehr Kontrolle über das Motorrad hast, wenn du über die Knie arbeitest. Gell? Das mit dem Blicktechnik hat auch sehr, sehr gut ausgesehen. Das hast du direkt angewendet. Das ist mir wichtig. Ich merke bei dir tatsächlich, dass die Grundbasics gut sitzen, dass man die nur verfeinern muss. Das ist eigentlich das. Also von daher alles ganz gediegen. Gell? Ich würde jetzt vorschlagen, du fährst jetzt einmal im Parcours rein. Dann kannst du das Ganze richtig schön anwenden. Wenn du links rumfährst, schön links rumgucken, rechts rumgucken, links rumgucken. Okay? Probierst dich da mal aus. Und wenn du hergefahren kommst, gern, was weiß ich, 50, 60, 70 Sachen, was du dich traust, richtig schön in die Bremsen, auf 0 runterbremsen, weil gerade die letzten km/h sind die schwierigsten. Genau, und dann machen wir hier wieder weiter. Okay. Zu der Vollbremsung machst du Fuß- und Handbremse?
Gute Frage. Man hast ja meistens, gerade wenn du nur einseitig bremst, also ich sag mal Vorderradbremse, stellst du dich ja auch auf. Genau, also ich sage mal so, die meiste Kraft ist natürlich am Vorderreifen. Wenn du jetzt eine nicht ABS gebremste Maschine hast, ist die Frage, wie gut dein Fahrkönnen ist. Also kommst du damit klar, dass dein Hinterreifen bei nicht ABS gebremster Maschine hinten anfängt zu schwänzeln? Wenn du nicht damit klarkommst, ist vielleicht sogar die Frage, dass du dich nur vorne konzentrierst. Rein technisch gesehen, ABS vorne und hinten bremsen, vor allem auch aus dem Punkt, dass das ABS besser erkennt, in welchem Fahrmodus du gerade bist. Bewegst du dich überhaupt noch? Was passiert mit deiner Neigung und so weiter? Damit kann das ABS natürlich ganz anders regeln. Um das geht's, genau. Von daher prinzipiell bei der Bremsung gar nicht viel nachdenken. Bremsen, ganz klar. Wobei das Bremsen natürlich auch geübt werden muss. Das ist eine ganz klare Sache. Also du musst es mal erfahren haben, wie das ABS regelt, was passiert in den letzten paar Metern, dass sogar bei den letzten 2-3 km/h sogar das ABS manchmal ausschaltet und du dann geschwind einen schwarzen ziehst. Lauter so Kleinigkeiten, genau. Aber ist alles gar nicht wild. Man muss es nur mal trainiert haben. Jetzt haben wir die Blicktechnik geübt. Jetzt geht es, das Ganze natürlich auch schön umzusetzen. Hier in dem Parcours kann man das richtig schön üben. Wenn man hier die Blicktechnik nicht ordentlich setzt, und eventuell das Hütchen nicht mit. Also wie ihr seht, Blicktechnik muss überall angewendet werden. Nicht nur im Kreis, sondern auch bei uns hier auf dem Parcours, im Kreisverkehr, auf der Landstraße. Blicktechnik ist das A und O. Sehr schön. Genau. Jetzt haben wir offene Handflächen. Signalisiert auch dem Körper, Entspannung ist angesagt. Genau, richtig schön auf den Blick. Sehr gut. Kann man auch auf der Landstraße sehr gut üben. Sobald man offene Handflächen hat, kann man nicht mehr zupacken und damit sinkt das Stresslevel schon. So, das Ganze machen wir jetzt erstmal im Standgas, weil es da einfach einfacher ist. Somit hat man nichts festzuhalten und somit kriegen wir die Leute deutlich schneller an dieses Ziel, dass die locker in den Händen werden. Läuft gut, oder? Wird schlechter laufen, oder? Wie sieht es denn von außen aus? Gut, gut. Zumindest kannst du dich jetzt nicht mehr festkrallen. Genau, jetzt geht es gleich auf das nächste Element, auf lockere Arme. Das können wir nicht machen, bevor wir keine lockeren Hände haben, weil ansonsten geht es über in die Gashand und dann wird das Ganze ziemlich steif. Genau, jawohl, sehr gut, genau. Kannst du dir auch ein Lied im Kopf vorsingen? Warte, ich fahr mal rum. Genau. Also ihr merkt jetzt auch, wie schön sich der Lenker einfach bewegt, wie agil auf einmal das Ganze wird. Um das geht es eigentlich. Das kann man nicht erreichen, wenn man nicht locker in den Händen und in den Armen ist. Sehr gut, genau. Genau, damit kann man auch später mal hinstehen. Man kann im Hanging Off fahren, man kann den Oberkörper nach vorne und nach hinten nehmen. Alles solche Bewegungen. Und man kann natürlich richtig schön enge Rotation fahren. Ich bin so stolz auf ihn. Easy. So, nach einer kurzen Pause geht es weiter. Ein paar Minuten haben wir dem Guten gegeben, um sich wieder ein bisschen einzugrooven. Jetzt kommt die nächste Stufe, und zwar, dass man auch mal das Ganze im Stehen fährt. Es geht vielleicht nicht nur darum, dass man das nur auf der Landstraße macht, sondern dass man es einfach mal trainiert hat, um sein Motorrad kennenzulernen und das Ganze auch einfach mal aus einer anderen Perspektive zu sehen. Und es fördert natürlich auch ein bisschen den Spieltrieb. Yay. So, ohne Anweisung jetzt gerade. Probiert er sich schon im Kurveninneren zu fahren. Das ist auch eine wichtige Eigenschaft. Man sieht es auch richtig schön, wie er da sich ein bisschen dagegen lehnt. Dieses leichte Reindrücken der Maschine. Ganze auch auf die andere Seite, weil in der Regel hat man auch eine Schokoladenseite, wo das Ganze besser funktioniert, und auf der anderen Seite soll das natürlich genauso funktionieren. Deswegen auch hier einfach wieder ein bisschen ausprobieren. Wir machen das Ganze jetzt absichtlich im Standgas, weil wir im langsamen Fahrbereich unterwegs sein möchten. Da ist die Maschine in der Regel am kibbeligsten und am instabilsten. Wenn man da Techniken sauber drauf hat, dann kann man sie im schnellen Fahrbereich in der Regel auch sehr gut fahren. Und auch hier wieder richtig schön das Ausprobieren ohne Anweisung. Einfach mal die Stufe mit reingenommen, das ist die Herausforderung nochmal,
erhöht. Man muss auch hier richtig schön locker sein. Man braucht ein bisschen Balance bei der ganzen Sache. Das führt natürlich alles dazu, dass man die vorherigen Grundaufgaben auch sorgfältig nochmal prüft. Jetzt, jawohl, das sieht doch schmackhaft aus. Wir sind zum Ende des Trainings angelangt. Wir haben ganz, ganz tolle Fortschritte gemacht. Wie ihr vielleicht im Hintergrund sehr schön sehen könnt, es ist eine lockere und entspannte Fahrweise geworden. Und das ist genau das, was wir im Training vermitteln möchten. Entspannt auf dem Motorrad zu sein, auch bei langsamen Geschwindigkeiten. Dann kann man es bei schnelleren Geschwindigkeiten umso besser. In dem Fall bis zum nächsten Mal, die Linke zum Gruß.